Oh mein Gott, Facebook wurde gehackt. Wir werden alle sterben. Und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends. Heute mit ganz tollen Themen, nämlich was wirklich mit Facebook technisch passiert ist, warum eigentlich der Twitch-Leak viel schlimmer war und der, wie drücke ich das nett aus, interessanten Idee einer Führerschein-App, die deutsche Behörden mal wieder hatten. Ich wünsche viel Spaß. Und bevor wir mit den Hacking-News anfangen, möchte ich hier mal wieder einen ganz kurzen Shoutout ausrichten. Und zwar an Folding at Home. Und das Ganze ist nicht gesponsert, ich kriege keinen Cent hierfür. Allerdings finde ich, die Software hat viel zu wenig Aufmerksamkeit dafür, was sie wirklich leistet. Und zwar, ich zum Beispiel bin jetzt auch gerade leicht krank, es tut mir leid dafür, hoffentlich merkt ihr es nicht allzu sehr. Aber mit Folding at Home lassen sich Proteine berechnen. Das heißt, die Faltung von Proteinen. Das ist biologisch extrem komplex und lässt sich halt nur über Brute Force machen. Brute Force bedeutet, ihr berechnet einfach alle möglichen Kombinationen und guckt am Ende, welche davon ist richtig oder welche könnte richtig sein. Und das könnt ihr zu Hause machen. Und die Ergebnisse werden dann an eben medizinische Institute geschickt. Da stecken alle möglichen großen Firmen dahinter. Amazon ist mit drin, Microsoft ist mit drin, Nvidia ist mit drin, AMD, alle sind quasi mit drin. Und ja, ihr könnt das zu Hause quasi auf eurer Grafikkarte und auf eurer CPU laufen lassen, denn damit könnt ihr auch gut eure Wohnung im Winter heizen. Ich dachte mir, für die kalten Monate eine gute Alternative, denn ich habe zum Beispiel letztes Jahr überhaupt nicht hier in meinem Arbeitszimmer geheizt, weil hier mein PC drin steht und es ist warm genug. Lasst uns aber endlich mit den Hacking-News anfangen. Und zwar habe ich von einem von euch zugesendet bekommen, und das nicht nur von einem, sondern gleich von sehr vielen Leuten, diese wunderschöne SMS. Hallo, hast du das gesehen? Jemand verwendet deine Bilder. Das ist absolut nicht neu, aber momentan gibt es eine neue Welle. Es gibt davon auch mehrere Varianten. Das heißt, es kann doch gut sein, dass ihr eine SMS bekommt mit: Oh hey, dein Paket ist da. Komm doch bitte hier auf diese Webseite und guck danach. Oder dass ihr gesagt bekommt, dass ein Anruf stattgefunden hat und die Person euch eine Nachricht hinterlassen hat. Also ziemlich perfide Sachen eigentlich, die man relativ schnell erkennt, wenn man auf diese Webseite dann geht, aber am besten klickt ihr gar nicht erst drauf. Den Grund, warum momentan wieder so viele, SMS verschickt werden, Spam-SMS verschickt werden, den erfahrt ihr nachher in den ganzen Leaks, die da eigentlich stattgefunden haben. Was ihr zu tun habt, ist natürlich die Nummer zu blockieren oder, falls es eure SMS-App unterstützt, könnt ihr sie auch melden. Das Ganze ist natürlich fake. Es gab keinen Anruf, es gibt kein Paket und natürlich hat auch niemand eure Bilder verwendet. Ihr dürft euch bloß nicht damit anmelden. Falls das schon geschehen ist, und ja, da haben mir leider auch ein paar Leute geschrieben, dann setzt bitte euer Passwort sofort zurück und aktiviert Zwei-Faktor-Authentifikation. Denn ja, die Leute wollen eigentlich nur auf euer Social-Media-Profil zugreifen und da die ganzen Daten abgreifen, beziehungsweise es benutzen, um euch zu erpressen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten da. Und wo wir gerade beim Thema SMS sind, es gab einen Hack und zwar auf Syniverse. Das kennt ihr jetzt wahrscheinlich nicht, es ist trotzdem sehr wahrscheinlich, dass ihr betroffen seid davon. Und zwar, Syniverse könnt ihr euch so vorstellen als Dienstleister für SMS-Dienste, okay? Das heißt, sie haben selber gesagt, von diesem Hack sind nur 235 ihrer Kunden betroffen, aber das bedeutet nicht, dass nur ihr 235 von euch betroffen sind, sondern deren Kunden sind halt T-Mobile, AT&T, Verizon, also die Dienstleister, die auf lokaler Landesebene tätig sind. Die brauchen natürlich auch jemanden, der zum Beispiel SMS von Deutschland nach Amerika schicken kann oder irgendwo anders hin, völlig egal. Und dafür braucht man eine globale Infrastruktur und die stellt Syniverse zur Verfügung. Tatsächlich sind von den US-amerikanischen Unternehmen 95 der Top 100 Dienstleister in diesem Bereich bei Syniverse. Und ja, die haben das relativ unter dem Radar gehalten, dass sie gehackt wurden. Im Endeffekt sind da relativ viele sensible Daten dann auch drin, natürlich in diesem Hack, beziehungsweise in dem Leak. Und darunter natürlich auch Inhalte eurer SMS. Das Problem ist, SMS ist nicht verschlüsselt. Und natürlich eure Nummern, aber auch die Nummern von den Leuten, von denen es verschickt wurde. Beziehungsweise, falls ihr die Sender wart, natürlich auch den Leuten, denen ihr was geschickt habt. Natürlich dann auch die Kosten und so weiter und so fort. Tatsächlich sind circa geschätzt 740 Milliarden SMS im Jahr davon betroffen
Und darunter fallen natürlich auch Bestätigungscodes, wenn ihr zum Beispiel eure E-Mail oder eure Telefonnummer verifizieren wollt, aber auch Zwei-Faktor-Authentifikation und mehr. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn damit könnte man auch einfach die Zwei-Faktor-Authentifikation von Google, von Amazon und von allen anderen großen Plattformen umgehen, wenn man euer Passwort hat. Dadurch ist Phishing sehr, sehr mächtig geworden und natürlich möchte man jetzt das Ganze verhindern. Aber trotzdem, das ist ein Riesenproblem, deswegen bitte ich euch hier einmal kurz die Zwei-Faktor-Authentifikation, falls ihr eine anhabt, auf Nicht-SMS zu stellen, falls möglich. In manchen Seiten, in vielen Fällen geht das leider gar nicht. Aber ihr könnt auch sowas wie TOTP verwenden. Sowas wie zum Beispiel den Google Authenticator oder Auth. Das wäre die bessere und sicherere Alternative. Da braucht man nämlich keine SMS mehr dazu. Kommen wir zum nächsten Leak. Und ja, hierbei handelt es sich auch um einen Hack. Ich hätte es eigentlich unter die Leaks der Woche packen können, aber hey, der Telegraph wurde gehackt. Nicht Telegram, das ist was komplett anderes. Telegraph ist eine News-Webseite und die kann man natürlich abonnieren. Es sind scheinbar 10 Terabyte an Daten geleakt worden, darunter allerdings nur 1200 Datensätze von Kunden, so zumindest der Sicherheitsforscher. Die Datenbank war einfach nicht gesichert. Das heißt, sie war quasi öffentlich verfügbar, jeder konnte darauf zugreifen, wenn er Bock drauf hatte. Aber Telegraph selber sagt, dass eigentlich nur 600 betroffen sind und naja, scheinbar nur der Researcher, also der Security Researcher, darauf zugegriffen hat. Anscheinend gab es keinerlei Datenabfluss, trotzdem wäre es in der Praxis möglich. Wenn ihr dort also Kunde seid, würde ich euch empfehlen, euer Passwort zu ändern und natürlich Zwei-Faktor-Authentifikation wie immer zu aktivieren. Und damit kommen wir nochmal zur Zwei-Faktor-Authentifikation. Heute ein Riesenthema, es tut mir leid, aber es ist wichtig. Und zwar, die Schwachstelle in Coinbase sah nämlich so aus, dass die Zwei-Faktor-Authentifikation nicht abgesichert war. Das bedeutet, wenn man sozusagen nur SMS-Zwei-Faktor-Authentifikation auch aktiviert hatte, dann konnte man, wenn man sein Konto wiederherstellen wollte, also quasi eine E-Mail verschickt hat, dann konnte da die Zwei-Faktor-Authentifikation per SMS umgangen werden. Das setzt natürlich einen Haufen Angriffsfläche voraus, erstmal, das heißt, die E-Mail-Adressen müssen sozusagen offen liegen, die SMS-Daten oder der Exploit muss ausgeführt werden und das macht das Ganze relativ schwer zum Exploiten. Trotzdem war der Fehler so kritisch, dass scheinbar 6000 Leute ihre kompletten Kryptowährungen verloren haben. Coinbase ist nämlich ein Kryptowährungs-Exchange, für die, die da nicht sind. Und das ist natürlich eine sehr, sehr knifflige Angelegenheit, vor allem, weil halt 6000 Leute können halt wirklich Millionenbeträge darauf haben. Coinbase möchte das Ganze jetzt erstatten und empfiehlt hier auf TOTP, das war das, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit Google Authenticator und einem zum Beispiel Security das Ganze abzugraden. Security Keys kann ich auch nur empfehlen, manche Webseiten unterstützen das Ganze, andere leider noch nicht. Aber ja, ihr solltet definitiv auf Zwei-Faktor-SMS verzichten. Dann kommen wir zu Android, denn es haben einige 100 Scam-Apps den Play Store geflutet. Das ist eine ziemliche Menge und Google hat die leider nicht automatisch erkannt, denn die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, den Trojaner da einfach so gut drin zu verschleiern, dass ihn niemand bemerkt hat, zumindest nicht automatisiert. Natürlich gibt es Sicherheitsforscher, aber die brauchen immer eine Weile, bis sie da irgendwas haben. Und wenn man die Zahlen jetzt mal so vergleicht, dann sind zwischen 4,3 und 17,3 Millionen Menschen von diesem Angriff betroffen. Das Ganze fällt unter den Namen Grift Horse und ist im Endeffekt eine relativ billige Angriffsweise eigentlich, aber scheinbar effektiv. Im Endeffekt geht es so. Ihr ladet euch zum Beispiel den Handy Translator Pro runter, der übrigens 500.000 bis 1 Million Downloads ungefähr hatte und es gibt noch sehr viele andere Apps, wie gesagt, mehrere hundert Apps waren das, die da bösartig waren und wenn ihr das runtergeladen habt, dann kommt ein Pop-up. Ihr habt einen Preis gewonnen. Man kennt die Scheiße, das ist jetzt nicht wirklich was Neues und im Endeffekt fällt da auch niemand mehr drauf rein. Allerdings kommt dieses Pop-up alle paar Sekunden und irgendwann ist man genervt und akzeptiert. Das heißt, es wird eine Website geöffnet und dort werdet ihr dann zu einer SMS-Verifikation gezwungen. Das heißt, ihr müsst eure Nummer eingeben und sollt das einfach nur verifizieren. Machen die meisten leider auch, ist aber eigentlich was völlig anderes, nämlich die rechtsgültige Registrierung zu einem Premium-SMS-Dienst, der euch 30 € im Monat kostet auf eurer Rechnung. Deswegen, ja, es ist ein ziemlich dreister Scam eigentlich und relativ offensichtlich auch, aber tatsächlich sind da, wie gesagt, sehr viele Millionen Menschen drauf reingefallen. Wenn ihr davon betroffen seid oder vielleicht jemanden kennt, dann ja, schaut am besten mal auf eure Handyrechnung nach und kündigt diese Dienste wieder.
Und die letzte News in den Hacking News. Ja, danach geht es natürlich noch weiter, aber updatet bitte mal ganz schnell euren Chrome-Browser. Denn es sind aktuell Exploits im Umlauf für die vorherige Version von Chrome. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit der alten Version eine Website besucht, die bösartig ist, dann könntet ihr direkt Malware auf euer System bekommen. Ziemlich böse also, und ja, das muss nicht sein, deswegen bitte einmal kurz updaten. Dieser Exploit wird tatsächlich von Hackern da draußen aktiv benutzt. Das heißt, es ist schon dringend, dass man jetzt upgradet. Und damit kommen wir selbstverständlich zum Hack der Woche, und der ist nicht, wie viele erwarten, Facebook, sondern, natürlich gehen wir auf Facebook auch noch ein, sondern es geht um Twitch. Und ja, Twitch ist quasi unfreiwillig Open Source geworden, denn alle Benutzer der Webseite, also von Twitch, wurden geleakt, in einem Torrent veröffentlicht, das über 100 GB hatte. Der komplette Source Code der Webseite, das heißt, wie die Website programmiert ist, und ihr könntet jetzt auch euer eigenes Twitch sozusagen hosten und selbstverständlich die Auszahlung an die Streamer, woran vielleicht noch gearbeitet wurde und alles mehr. Von vorn, lasst uns das Ganze komplett angucken. Was ist passiert? Wie gesagt, es ist ein Torrent aufgetaucht, das über 100 GB hat. Davor gab es keinerlei Zahlungsaufforderungen, was ja normal ist, dass man eigentlich den Webseitenbetreiber erpresst, und es gab auch keinen Ransomware-Angriff auf Twitch. Deswegen ist dieser Angriff ein bisschen was Besonderes. Was am meisten momentan rumgeht, ist, dass Montana Black mehrere Millionen verdient hat, ohne die Sponsorings mit einzurechnen, aber natürlich vor Steuern etc. Aber das ist in meiner Meinung ehrlich gesagt ziemlich unwichtig im Vergleich dazu, was eigentlich wirklich passiert ist. Jeder von euch ist davon betroffen, dass jetzt hier Twitch angegriffen wurde. Eure E-Mails sind öffentlich, eure Telefonnummern falsch hinterlegt und eure Passwörter sind laut einer Quelle im Klartext auch vorhanden. Laut einer anderen Quelle sind die Passwörter gehasht, also nicht direkt verwendbar und quasi verschlüsselt, jetzt stark vereinfacht. Aber trotzdem heißt das auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, jeder von euch, der ein Twitch-Konto besitzt, sollte einmal bitte das Passwort zurücksetzen bzw. ändern und Zwei-Faktor-Authentifikationen, falls ihr sie schon aktiviert habt, ausschalten und dann wieder anschalten. Falls ihr sie noch nicht aktiviert hattet, bitte einfach nur anschalten. Denn es geht im Endeffekt auch darum, was in diesem Leak drin sein könnte, was wir vielleicht nicht wissen. Weil, wie gesagt, es ist ein Torrent, und wenn ihr das runterladet, dann macht ihr euch instant strafbar. Das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Deswegen, es kann sein, dass diese Zwei-Faktor-Authentifikations-Codes auch in diesem Leak drin waren. Und wenn ihr dann euren Zwei-Faktor-Code quasi nicht zurücksetzt, sondern nur euer Passwort, dann ist euer zweiter Faktor sozusagen nutzlos, weil ihn jeder berechnen kann. Und damit meine ich wirklich jeder. Jeder hat die Möglichkeit, den Twitch-Leak herunterzuladen. Das ist tatsächlich das große Problem. Er wurde nicht an einzelne Leute verkauft, sondern wirklich jeder ist davon betroffen. So, und ja, wenn ihr das Passwort irgendwo anders verwendet habt, also zum Beispiel auf Twitch und, I don't know, YouTube dasselbe Passwort, dann solltet ihr ganz dringend auch alle anderen Passwörter auch mal ändern und einen Passwortmanager verwenden. Einmal bitte ganz dringend, ja. Aber was passiert ist im Endeffekt, der Source Code war auch im Leak. Das bedeutet, alles, woran Twitch arbeitete und arbeitet, ist jetzt öffentlich. Das heißt, der komplette Quellcode der Webseite, jeder, der das Ding runterlädt, könnte jetzt eigentlich sein eigenes Twitch hochladen oder erstellen sozusagen. Und natürlich auch Red Teaming Tools. Das bedeutet Hacking Tools, die Twitch entwickelt hat, um die eigene Webseite anzugreifen. Und scheinbar sind da ziemlich üble Sicherheitsmaßnahmen bei Twitch eigentlich dabei. Also ja, es ist relativ brisant, wie Twitch eigentlich mit der Security umgeht hier. Der Grund für den Leak ist laut diesem Forum das Problem mit der toxischen Community auf Twitch, allerdings also kein Problem mit den Streamern. Der Hacker hat jetzt nicht gesagt, ey yo, ich bin unglücklich damit, wie viel die Leute verdienen, sondern eigentlich eher mit der Community dort. Ich bin zwar sehr glücklich mit meinen Zuschauern, aber laut dem Angreifer geht es um Viewbotting. Das heißt, wenn man sich quasi einfach Zuschauer erkauft oder automatisch durch einen Bot zum Beispiel startet, dann landet man natürlich eher auf der Frontpage von Twitch und wird eher gefunden, und das ist natürlich einige Manipulationen sind da möglich, um eben auf die Startseite zu kommen, um mehr Zuschauer zu generieren und damit auch mehr Umsatz. Es basiert nicht wirklich auf der Leistung, das wurde hier kritisiert.
Es gab zudem auch Hate Raids, so nannte man das, mit Erpressung oder falschen Informationen verbreiten und so weiter und so fort. Das heißt, Leute sind einfach in den Chat reingekommen, haben da haufenweise Sachen gemacht, haben zum Beispiel Leute erpresst und so weiter und so fort. Das ist ein richtig großes Problem sogar bei Twitch scheinbar gewesen, und es gab auch Phishing-Bots. Das heißt einfach Bots, die reingekommen sind und bösartige Links in den Chat geschrieben haben. Scheinbar möchte möchte man Twitch dazu zwingen, es besser zu machen. Das heißt, dass durch diesen Leak alles besser werden soll. Aber es könnte auch so ein bisschen diesen Kampf, den Twitch mit seinen hauptsächlichen Streamern hat, ein bisschen anfachen. Denn viele Streamer sind tatsächlich von der Seite angepisst, weil, ja, sie eben dagegen kaum was machen und weil sie eigentlich auch ihre Streamer nicht wirklich fair behandeln. Das sagen zumindest die Streamer. Es gab scheinbar einen größeren Streik auch mal vor einigen Wochen, und ja, das wird sicher nicht glücklich machen, dass dort alles in einem Leak aufgetaucht ist. Aber was ist mit euch? Ich streame ja auch gelegentlich auf Twitch. Soll ich auf meinen beiden YouTube-Kanälen streamen oder soll ich lieber weiter auf Twitch streamen? Die Abstimmung findet ihr selbstverständlich auf Twitter. Jetzt kurz zu dem, was alles noch in Arbeit war von Twitch. Wie gesagt, der Source Code von allen zukünftigen Projekten und dem aktuellen Projekt ist ja auch dabei gewesen in dem Leak. Twitch arbeitet scheinbar an einer Art Anti-View-Botting-System, das heißt, dass genau das nicht mehr gehen soll. Und es soll sogar ein Premium-Feature geben, um auf die Startseite per Donations zu kommen. Das heißt, wenn quasi Leute reinsubben, ja, dann kommt man eher auf die Startseite von Twitch und dementsprechend kriegt man auch wieder mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld. Kann man natürlich auch privat machen, sollte klar sein. Und sie arbeiten scheinbar an Vapor, so soll das heißen. Das ist quasi eine Art Steam, nur von Amazon. Twitch gehört ja zu Amazon. Ja, was ihr dazu meint, dürft ihr mir ganz gerne mal sagen. Jetzt noch ganz kurz zu dem Grund, was eigentlich wirklich passiert ist, denn laut Twitch war das Ganze eigentlich ein Fehler in der Konfiguration eines Switches. Das heißt auch wieder so ein Routing-Gerät, ja, und mehr Informationen gab es leider nicht dazu. Twitch äußert sich quasi gar nicht dazu und natürlich, die Hacker sagen auch nicht, was da eigentlich wirklich vorgefallen ist. Aber eine Frage bleibt natürlich noch. Wie zur Hölle kann es sein, dass so ein Hack, so ein Angriff möglich ist bei der weltgrößten Streaming-Seite, ohne auch nur einen Alarm auszulösen, sodass Twitch da reagieren kann? Das macht schon ein bisschen stutzig. Und damit kommen wir zum Aufreger der Woche, und der war diese Woche definitiv Facebook. Ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu. Facebook wurde nicht gehackt, auch wenn das von vielen Leuten teils behauptet wurde, und ihr habt mich zu Hunderten angefragt, was zur Hölle ist da los und was können wir uns jetzt da erwarten von. Es hört sich erstmal komisch an, aber es gibt durchaus auch Indizien, die quasi für einen Hack sprechen, aber lasst uns das Ganze erstmal von vorn aufrollen. Was ist passiert? Erstmal, dieses System ist natürlich einige Stunden ausgefallen, so 6 bis 8 Stunden, das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Instagram war weg, WhatsApp war weg und natürlich Facebook selbst war auch weg. Tatsächlich war aber nicht nur der Dienst irgendwie nicht mehr erreichbar, sondern der DNS war weg. Das heißt, die Adresse, wenn ihr im Browser eingegeben habt, facebook.com, war nicht auffindbar. Das heißt, die internen Dienste von Facebook sind quasi noch weiter gelaufen, aber man konnte quasi einfach nicht drauf zugreifen. Dazu komme ich aber gleich noch. Die Domain, also facebook.com, stand sogar zum Verkauf zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, man konnte sich, wenn man wollte, facebook.com selbst registrieren lassen für diese 6 bis 8 Stunden, aber das wurde dann doch blockiert, und ja, sowas wird immer von Hand natürlich überprüft, und sobald Facebook online war, war das auch nicht mehr der Fall. Allerdings, konnten sogar die Mitarbeiter von Facebook nicht mal mehr in ihre Gebäude, weil wirklich alles einfach tot war. Die mussten in den Serverraum rein und dort alles resetten. Dazu kam noch, dass die Whistleblowerin Frances Horgan gesagt hat, Facebook formt, also hier ein kleines Zitat, Facebook formt unsere Wahrnehmung der Welt durch die Auswahl der Informationen, die wir sehen, und das Ganze halt genau zu diesem Zeitpunkt richtig schön publik gegangen ist. Das heißt, sie hat gesagt, Suchtverhalten würden vom Algorithmus gefördert werden, weil eben Interaktionen vom Algorithmus gefördert werden. Das Bild von einem perfekten Menschen kriegt natürlich mehr Likes dann auf Instagram, wenn das mehr gefördert wird, und dadurch will man noch perfektere Bilder machen und dadurch will man noch perfekter aussehen, und das Ganze fördert scheinbar sehr, sehr stark dieses problematische Bild, das viele von sich selbst auch teilweise in der Pubertät haben. Und gleichzeitig auf Facebook waren es hauptsächlich hasserfüllte Posts, die dort gepusht wurden, weil hasserfüllte Posts scheinbar die meisten Interaktionen bekommen und dadurch auf der Startseite von mehr Leuten landen. Ja, dadurch
wird das Ganze natürlich immer mehr. Das heißt, sie wirft jetzt Facebook vor, dass sie im Endeffekt wirklich Hass fördern und dieses komplette kaputte Bild von einem perfekten Körper fördern würden. Und das ist natürlich zu einem bisschen ungünstigen Zeitpunkt publik geworden. Sie gab sich also jetzt quasi zu diesem Zeitpunkt zu erkennen, aber sie blowt eigentlich schon länger die Whistle, ja, gegen Facebook. Das heißt, sie war vorher halt anonym, jetzt nicht mehr. Facebook weiß eigentlich auch, dass es negative Auswirkungen auf die Psyche hat und ignoriert das ziemlich gekonnt. Dann hat noch zusätzlich jemand auf 4chan gepostet, dass in 15 Minuten erst Social Media und danach das gesamte Internet ausfallen wird. Im Endeffekt tat er so, als wäre ein Angestellter von einer großen Internetfirma. Kurz darauf war dann klar, es sollte Facebook sein, aber tatsächlich muss man das ein bisschen differenzierter betrachten, und zwar jeden einzelnen Tag werden auf 4chan mehrere solche Posts quasi veröffentlicht, und der Post war sogar eigentlich erst nach der ersten Störung online. Das heißt, da hat jemand quasi eine Störung abbekommen, hat das direkt gepostet, damit er halt ein bisschen Fame bekommt. Und ja, das ist natürlich nicht so geil gewesen, aber das hat natürlich viele dazu gebracht, irgendwie an einen Hack zu glauben, und vor allem, wenn man den letzten Punkt noch in Betracht zieht. Und zwar, es sind im Darknet genau zu diesem Zeitpunkt, als Facebook down war, Userdaten von Facebook zum Verkauf angeboten worden. Und zwar 1,5 Milliarden Userdaten. Also wirklich ein gigantisches Ausmaß eines Leaks. Und hier muss man ganz klar definieren, was eigentlich hier in diesem Leak dabei ist. Es war aber trotzdem ziemlich kurz nach dem Ausfall, und da haben dann natürlich alle so gedacht, oh mein Gott, Facebook wurde gehackt, hier, alles ist jetzt öffentlich. Sie haben aber wahrscheinlich im Endeffekt den besten Zeitpunkt abgewartet, um die größte Aufmerksamkeit zu bekommen, denn es geht hier ja um auch verkaufte Daten, ja, die wollen ja auch quasi Geld machen, und das ist sozusagen Free Marketing für die. Jo, die Daten stammen aber zu 99,9% nicht aus einem Hack, sondern von Web-Scraping. Im Endeffekt, was das ist, es gibt bereits so einen Datensatz schon, ja. Das ist quasi einfach nur derselbe Datensatz, der schon mal veröffentlicht wurde, nur noch ein bisschen größer. Und was passiert ist, ist Folgendes. Facebook erlaubt ja, nach einer Telefonnummer zum Beispiel zu suchen, und dann kann ich Informationen über ein Benutzerprofil rausfinden. Das kann ich auch mit einem Bot machen, das heißt mit einem Tool, mit einem Programm, das das Ganze völlig automatisch für mich macht. Das heißt, die Daten waren quasi öffentlich, man musste sie nur zusammensuchen und dann eben in einer Datenbank anlegen. Und genau das haben die Hacker, in Anführungsstrichen, weil sie ja nichts wirklich gehackt haben, sondern die Scraper eigentlich, wenn man möchte, gemacht hier. Und das haben sie dann halt genau zu dem Zeitpunkt verkauft, weil mehr Money. Okay, und ja, deswegen, wie gesagt, es gab sehr, sehr viele Theorien darüber, was jetzt da eigentlich gerade passiert. Campact zum Beispiel war ganz vorne dabei. Die haben vermutet, dass es ein Angriff aus dem Deep State war und dass irgendwelche Großmächte hier am Werk waren. Aber die Lösung ist eigentlich relativ langweilig und plump. Es war wieder mal das DNS, wie gesagt vorhin schon, allerdings nur so ganz grob. Es handelt sich genauer gesagt um das BGP-Protokoll. Jetzt, was ist das eigentlich? Also, zunächst einmal, DNS bedeutet, wenn ihr in eurem Browser oder euer Handy oder sonst wo eingebt, facebook.com, also auch die App öffnet, dann weiß erstmal niemand, was eigentlich hinter facebook.com steht, sondern man hat eigentlich nur eine IP-Adresse, mit der man kommunizieren möchte. Und das ist dieses Ding, von dem immer wieder alle sprechen. Das sind im Endeffekt einige Zahlenkonstellationen, ja? Und diese IP-Adresse muss ich kennen, um irgendwie die Daten von Facebook zu bekommen, also mich einloggen zu können, die Website zu sehen und so weiter und so fort. Und wenn diese Auflösung zwischen dem Namen facebook.com und der IP-Adresse von Facebook nicht mehr funktioniert, also quasi kaputt ist, dann weiß halt niemand mehr, wo eigentlich der Server von Facebook steht. Und das war tatsächlich ein Problem. Facebooks Fall ist sogar noch ein bisschen komplexer. Wie gesagt, das BGP-Protokoll war hier verantwortlich. In Facebooks Fall hat man nämlich quasi ein eigenes autonomes System aufgebaut. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Internet aus Internetzen, ja, also generell das Internet kann man sich vorstellen als ein Netz aus Netzen, und Facebook hat halt hier sein eigenes Netz aufgemacht. Das benutzen die, um eben den deutschen Kunden von WhatsApp, Instagram und Facebook schnell Zugriff zu allem zu geben und den US-amerikanischen und so weiter und so fort eben auch, damit man eben sehr schnell verteilt die Informationen hin und her jonglieren kann. Das ist, wie gesagt, für Schnelligkeit wichtig, aber eben auch zum Beispiel die Mitarbeiter nutzen auch nur dieses interne System, um dann eben miteinander zum Beispiel zu kommunizieren, und es darf nichts rein oder nichts raus, was nicht über genau diesen Gateway sozusagen drüber läuft. So ganz grob erklärt. Das ist hier stark vereinfacht. Ihr findet eine komplette Playlist mit autonomen Systemen und allem in der Endkarte verlinkt.
So, jetzt, was ist passiert? Naja, es gab einen Patch und zwar für diesen BGP-Router. Und dieser BGP-Router, das sind ganz spezielle Systeme, die echt nicht so leicht zu managen sind und die wirklich teilweise auch lang brauchen. Das heißt, wenn man die irgendwie neu startet oder was kaputt macht, dann muss man das erstmal fixen und dann dauert das halt wirklich eine Weile, weil das Internet eigentlich gar nicht so schnell ist. Und hier war es jetzt eben so, dass der Patch irgendwie kaputt war und man deswegen gar nicht mehr in dieses Facebook-autonome System reinkam. Ja. Das heißt, das Internet weiß sozusagen nicht mehr, wo Facebook.com eigentlich liegt, genauso eben mit WhatsApp und Instagram, weil die liegen natürlich alle in diesem autonomen System von Facebook. Und das ist halt hier passiert. Jetzt läuft alles wieder. Ich glaube nicht, dass sowas nochmal so schnell passieren wird. Die werden wahrscheinlich in Zukunft deutlich besser testen, denn ja, Mark Zuckerberg hat, glaube ich, irgendwie 7 Milliarden oder sowas verloren, allein nur, weil die Facebook-Aktie runtergebrochen ist in den Keller. Und Telegram hatte irgendwie einige Millionen Mitglieder mehr. Aber ja, lest den Artikel von der Whistleblowerin, der ist tatsächlich fast noch ein bisschen interessanter als der Ausfall. Und ja, vielleicht sollte ich hier noch dazu sagen, die Quellen zu 4chan und Campact sind nicht in der Beschreibung. Ich habe immer so ein Quellendokument, da könnt ihr reingucken, weil Google scannt halt die ganzen Dokumente und scannt auch, auf was ich verlinke. Und es könnte sein, dass ich dafür einen Strike kriege und dann wäre das Video nicht mehr online. Das will ich möglichst vermeiden. Kam auch durchaus schon vor. Okay, gut. Das waren wirklich zwei sehr, sehr lange Sachen. Aber jetzt machen wir noch einige kürzere News, die natürlich nicht weniger relevant sind. Und zwar geht es zunächst einmal im zweiten Aufreger der Woche um die Warnung, die Litauens Regierung über chinesische Smartphones geäußert hat. Dort soll ja einiges drin sein, was im Endeffekt so ein bisschen virales oder trojanisches Verhalten auch wäre. Quasi eine kleine Malware im System, die man remote aktivieren könnte. Darüber habe ich ja vor 2 Wochen berichtet. Und jetzt untersucht auch das BSI, also das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, untersuchen jetzt auch chinesische Smartphones, um dort herauszufinden, ob vielleicht wirklich was dran ist und ob man die auch für den deutschen Markt limitiert. Vor allem das Xiaomi Mi 10T 5G ist ziemlich kritisch beurteilt worden, die anderen sind nicht so dramatisch hierbei. Und damit kommen wir kurz zu den Darknet-News, denn Europol hat mal wieder eine Ransomware-Gang lahmgelegt und festgenommen natürlich auch, und zwar eine ukrainische Ransomware-Gang. Die haben scheinbar Millionen Gewinne gemacht und leider gibt es nicht mehr Informationen, welche Gang das ist, also ob man die jetzt vielleicht kennt. Aber scheinbar waren sie Teil der weltweit größten. Es gibt aber leider auch keinerlei Angaben, welche Unternehmen von denen gehackt wurden. Aber scheinbar hat man mehrere Millionen Euro festgenommen, also quasi beschlagnahmt, und einige Luxusschlitten auch gleich noch mit. Und damit kommen wir zum Lacher der Woche, der auch gleichzeitig sehr, sehr interessant ist. Denn Anonymous möchte gegen Twitter klagen. Das könnte in die Geschichte eingehen. Denn ja, so eine Klage soll auf richtigen, ordentlichen Rechtsweg stattfinden. Und tatsächlich, lasst uns da vielleicht mal ganz kurz gucken, was da eigentlich passiert ist. Anonymous hatte ja von Kai, dem Serveradministrator, von Attila Hildmann Informationen zugespielt bekommen. Und diese Informationen haben sie dann, ganz klassisches Whistleblowing eigentlich, an Journalisten und die Behörden weitergeleitet, um Strafverfolgung einzuleiten. So, sie haben also keinerlei Informationen irgendwie normal veröffentlicht, sodass sie für jedermann zugänglich war. Okay, aber trotzdem wurde Anonymous deswegen auf Twitter gesperrt. Und das, obwohl sie eigentlich nicht wirklich gegen eine Richtlinie verstoßen haben, denn Whistleblowing ist eigentlich von der Meinungsfreiheit her sehr, sehr wichtig. Und jetzt hat man natürlich festgestellt, okay, so eine Klage gegen Twitter, die wäre durchaus auch erfolgreich, vermutlich, sagt zumindest der Rechtsanwalt. Das Problem an der Stelle ist halt, man müsste das voll anonym machen. Also Anonymous will natürlich nicht ihre Anonymität verlieren, denn man hat ja auch eigentlich das Recht auf Anonymität online. Und das Problem hierbei ist jetzt aber auch, dass Attila Hildmann quasi ein Kopfgeld auf sie aufgesetzt hat. Das heißt, wenn jetzt Anonymous wirklich hergehen würde und vor Gericht mit echten Personen da wäre und dann eben natürlich auch dementsprechend geleakt wäre, dann hat man natürlich das Problem, man trachtet ihnen wahrscheinlich nach dem Leben. So. Und jetzt ist natürlich die interessante Debatte, ist das Recht auf Anonymität wichtiger, dass man online quasi mit einem Pseudonym unterwegs sein darf, oder ist das wichtiger, dass man wirklich vor Ort als Person erscheinen muss? Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Recht auf Anonymität oder eher den klassischen Rechtsweg gehen? Denn in Amerika zum Beispiel kann ich auch eine Klage als John Doe einreichen und niemand weiß, wer wirklich dahinter steckt. Der Rechtsanwalt muss eben nur diese Person dann vor Gericht vertreten. So,
Und ja, Anonymous hat sich jetzt da ein bisschen, also in Deutschland geht das wie gesagt nicht, Anonymous hat sich ein bisschen schlau gemacht, was man so machen könnte und die dachten so, yo, lass doch eine GbR gründen. Also quasi wie eine Firma mit 2 Leuten, die Anonymous rechtlich vertreten. Das Problem ist natürlich immer noch, diese 2 Leute müssten dann halt wirklich auch, naja, dort vor Ort sein. Und das ist halt auch wiederum nicht so geil. Aber man möchte das natürlich nicht mit den Mitgliedern von Anonymous machen, sondern man möchte zum Beispiel irgendwelche öffentlichen Persönlichkeiten das machen lassen, die mutig sind. Jan Böhmermann stand mal zur Debatte oder auch der Chaos Computer Club. Und andere mutige Freiwillige werden auch in Betracht gezogen. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Debatte, vor allem mit dem Hintergrund, dass Attila Hildmann, was tatsächlich übrigens illegal ist, ein Kopfgeld auf Anonymous ausgesetzt hat. Und sie auf ihre Anonymität angewiesen sind, um tatsächlich als Whistleblower quasi ihr Leben zu schützen. Was ihr dazu meint, dürft ihr mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin ziemlich gespannt auf eure Inputs zu diesem Thema. Und das nächste größere Thema ist der Fail der Woche. Der erste zumindest. Und zwar... ja, ursprünglich wollte ich dazu ein eigenes Video machen, es geht um die ID-Wallet. Das ist die neue deutsche Führerschein-App, das heißt, ihr könnt euren Führerschein in der App speichern und das zum Beispiel dann, wenn ihr in der Polizeikontrolle seid, könnt ihr den Führerschein zeigen aus der App raus, das heißt, ihr müsst das Ding halt nicht mehr mitschleppen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Carsharing oder sowas machen und euch dort direkt ausweisen, es muss nicht wirklich von jemand Dritten überprüft werden, sondern man kann einfach sagen, hey, yo, ich habe einen Führerschein, hier bitteschön, dann macht's kurz Piep und dann ist alles fertig. So, Digitalisierung und so. Es ist ja durchaus interessant und wichtig, aber, und das ist ein großes Aber, man muss es halt richtig machen. Und ja, was erwartet ihr von Deutschland? Schätzt mal kurz die Sterne im Play Store und jetzt sage ich sie euch, nämlich 1,1 von 5 möglichen Sternen im Play Store. Sie wurde als digitaler Sondermüll bezeichnet, vom Chaos Computer Club, unter anderem natürlich auch von Lilith Wittmann. Die kennt ihr ja sogar schon aus der Klage von der CDU gegen sie, weil sie dort quasi einen Gratis-Pentest gemacht hat. Und das liegt vor allem an einem großen Manko. Und zwar, es gibt keinerlei Prüfung der Legitimation. Das heißt, ein Man in the Middle am Angriff wäre super einfach möglich. Stellt euch das Ganze so vor, ihr geht zu einer Carsharing-Firma, einfach nur dorthin und hebt das Ding sozusagen dran und beweist, ihr habt einen Führerschein. So, diese QR-Codes kann man super einfach fälschen und dann kann man die ganze Anfrage umleiten und man hat euren Führerschein und kann damit Sachen machen. Das ist quasi klassischer Identitätsdiebstahl, denn mit dem Führerschein kann ich mich auch auf Amazon oder sowas registrieren und kann dort dann Sachen kaufen. Wunderbar, eigentlich überhaupt nicht, aber ja, es gibt sogar ein Proof of Concept, das heißt wirklich Code, der genau das macht, was man beweisen wollte und der ist sogar online auf GitHub verfügbar, ich verlinke euch alles in dem Quellendokument und scheinbar ist das Problem nicht nur in der Implementierung, das heißt nicht nur der Code ist sozusagen kaputt, sondern das Konzept an sich ist kaputt. Ja, und das führt im Endeffekt dazu, dass die ID-Wallet jetzt wieder offline ist. Kommen wir zum zweiten Fail der Woche und es ist tatsächlich fast ironisch, aber auch der zweite Fail befasst sich mit einer App, die von deutschen Behörden quasi entwickelt wurde, und zwar der Nora-App. Die ist jetzt nämlich 2 Tage nach Release auch wieder offline. Was macht die Nora-App? Das ist im Endeffekt eine Notfall-App für Menschen mit Sprech- und Hörbehinderung. Das versucht mal, wenn ihr sprech- und hörbehindert seid, irgendwen anzurufen. Ja, das ist ziemlich gemein. Das kann man einfach nicht. Und das soll eine Notfallalternative sein. Aber das große Problem war, die Notrufnummern 110 und 112 sind einfach mal großteils ausgefallen. Einfach nur wegen dieser App. Wie das passieren konnte, kann ich euch leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie jetzt auch schon wieder offline ist. Man kann sie zwar noch weiter verwenden, wenn man sie installiert hatte, aber ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen. So, und damit kommen wir zu den Hardware-News, ganz kurz zumindest, denn ja, es gibt natürlich jetzt seit kurzem Windows 11 und ihr habt schon von mir verlangt, ey, bitte macht doch mal ein Windows 11 Video oder sowas. Ich hatte jetzt tatsächlich das zweifelhafte Vergnügen, Windows 11 mal anfassen zu dürfen, nicht bei mir, weil, ja, ich arbeite nur mit virtuellen Maschinen, was Windows 11 angeht, denn ich habe keinen Bock, dass das wirklich auf meiner Festplatte landet, aber das funktioniert nicht. Es gibt quasi keine wirkliche Möglichkeit, Windows 11 auf einer virtuellen Maschine zu starten, sondern man muss sozusagen seinen eigenen Rechner haben. Ja, das liegt ein bisschen an den Voraussetzungen und dass da halt Windows sich immer querstellt.
Aber tatsächlich ist Windows 11 auch auf andere Schiene ziemlich blöd unterwegs, und zwar bei AMD-Chips. Denn wenn ihr einen AMD-Prozessor habt, dann ist der im Schnitt ca. 3 bis 5% langsamer. Beim Zocken geht das sogar bis zu 10% hoch. Das heißt, wenn ihr vorher irgendwie 100 Frames hattet, mit derselben CPU habt ihr danach eben nur noch 90 Frames pro Sekunde. Und das kann schon mal zu Rucklern führen, einfach nur dadurch, dass ihr ein neues System habt. Allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, Windows 11 hat bessere Optimierung für NVMe-SSDs. Das heißt, die Festplatten, die sehr, sehr klein sind und die ihr direkt auf das Mainboard draufschieben könnt und die dann halt wirklich sehr viel Geschwindigkeit dann am Ende auch mit sich bringen. Trotzdem eine ziemlich üble Situation und ich hoffe, dass das noch repariert wird. Aber ansonsten behaltet in meinem Kopf, es war bisher immer so, ein gutes Windows, ein schlechtes Windows, ein gutes Windows, ein schlechtes Windows. Ja? Ich erinnere nur mal ganz kurz hier an Windows 8 oder an Windows Vista. Windows 11 wäre jetzt halt wieder mal der nächste in der Reihe. Ja? Das ist ja einfach, ist irgendwie witzig. Und damit kommen wir zu den Politik-News. Und die ersten Politik-News sind wirklich mein Win der Woche. Das muss man einfach so sagen. Die EU hat hier wirklich was Geiles geleistet. Und zwar, ich lese euch erstmal kurz den sperrigen Titel vor. Ja? Die Forderung nach einem Verbot der biometrischen Massenüberwachung, etwa mittels Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, aus dem Vitanov-Bericht über künstliche Intelligenz im Strafrecht und ihre Nutzung durch Polizei und Justizbehörden in Strafsachen aufzuheben. So, um was geht's? Also, folgendes. Die Polizei und Justizbehörden, die dürfen aktuell keine biometrischen Daten auswerten, wie zum Beispiel Gesichtserkennung mit öffentlichen Kameras, um eben euch nicht zu tracken. So, und jetzt diese Abstimmung sagt, ey yo, die Polizei soll das dürfen oder ey yo, die Polizei soll das nicht dürfen. Und wenn ihr dafür stimmt, dann wollt ihr sozusagen, dass die Polizei in Zukunft das Ganze machen darf. Das heißt, dass wir wirklich biometrische Massenüberwachung im öffentlichen Raum haben, zum Beispiel an Bahnhöfen und so weiter und so fort. So, jetzt ratet mal ganz kurz, wer dafür gestimmt hat. Es waren 3 Parteien dafür, eine hat sich enthalten und der Rest war geschlossen dagegen. Einmal kurz überlegen. Ja, richtig geraten, es war natürlich die CDU, die dafür gestimmt hat. Das war die größte Partei und dann gab es jeweils einen Abgeordneten von den liberal-konservativen Reformern und von der Familienpartei, die dafür waren. Alle anderen waren, wie gesagt, dagegen. Enthalten hat sich allerdings die AfD, was übrigens ihrem Wahlprogramm fett widerspricht. Denn eigentlich sollten sie dagegen sein, dass solche Daten genutzt werden dürfen. Okay, aber das ist auf jeden Fall mal ein riesiger Win. Das heißt, ja, im Endeffekt ist es jetzt immer noch illegal, biometrische Daten als Polizei zu verwenden. Das heißt, es ist weiterhin verboten. Man darf jetzt keine Gesichtserkennung durchführen in Deutschland, in der ganzen EU. Und ja, auch die SPD hat dagegen gestimmt. Das heißt, ich bin ein kleines bisschen vorsichtig optimistisch, was unsere Digitalpolitik angeht. Mit Deutschlands neuer möglicher Regierung. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. So, und damit kommen wir quasi zum Politik-News-Fail, wenn ihr so wollt. Denn ja, die Berliner Schulen haben jetzt keine Maskenpflicht mehr. Das wurde durch den Bildungssenat beschlossen. Ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema, es geht mir eher darum, warum das aufgehoben wurde. Und zwar, lasst mich hier euch ganz kurz ein kleines Zitat geben, was hier eigentlich passiert ist. Und zwar, in dem Statement stand drin, es erreichten uns Mails im 4-stelligen Bereich, in denen das Unverständnis über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen beschrieben wurde. Die Maskenpflicht als Quälerei für die Kinder angesehen wurde und Sorgen um soziales Miteinander, Konzentrationsschwierigkeiten und verminderte Leistungsfähigkeit beschrieben wurden. Mehr gibt es danach auch noch natürlich. So, jetzt, warum habe ich damit ein Problem? Naja, im Endeffekt hat der Bildungssenat hier nur beschlossen, die Maskenpflicht aufzuheben, weil sie Mails im 4-stelligen Bereich bekommen haben. Das bedeutet, wer spammt, gewinnt sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Abgeordnete möglichst viele E-Mails schreiben würde, dann würde ich vielleicht eher meine Forderung durchsetzen. Das ist nicht demokratisch. Jeder kann sich so viele E-Mail-Adressen erstellen, wie er möchte und dann auch teilweise vollautomatisiert solche Spam-Kampagnen einfach starten. Das heißt, man hat vielleicht kleinere Variationen des Textes oder vielleicht sogar derselbe Text und der geht dann einfach automatisiert über mehrere tausend E-Mail-Adressen zu den Abgeordneten und die stimmen dann einfach so, wie man möchte. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun, sondern im Endeffekt einfach nur noch mit Spamming. Ja, ist eine schwierige Situation. Ich weiß nicht, was man da jetzt ernst nehmen kann am Ende dann auch oder was nicht. Vielleicht hätte man da auf direktere Demokratie setzen können, also einfach mal wirklich eine Abstimmung machen können, wo dann halt wirklich jeder
seine einzige Stimme hat. Das heißt, nur eine Möglichkeit hat, abzustimmen. Aber ja, direkte Demokratie ist in vielen Fällen auch ein bisschen schwierig, ne? Wissen wir ja. Okay, so, und damit kommen wir nochmal zu den Politik-News und zwar zur aktuellen Regierung, die ja leider noch im Amt ist. Und ja, scheinbar wollen die jetzt Cyberangreifer zuordnen lassen. Das ist erstmal ein sperriger Begriff. Was heißt das eigentlich? Naja, sie wollen bestimmen lassen, woher Cyberangriffe kommen, also Hacking-Angriffe kommen und den Ländern dann Sanktionen geben. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Ransomware-Gang aus Russland oder China kommt, dann wollen sie halt die beiden Länder sanktionieren. Das ist allerdings sehr, sehr problematisch und stößt vielerorts auch auf ein absolutes Unverständnis, was ich definitiv so unterschreiben kann. Man kann generell ja nie wirklich sagen, wo wer zu Hause ist. Also ich als Deutscher könnte jetzt einfach einen VPN oder sogar einen Server in Russland mieten und von dort meine ganzen Angriffe starten. Dann sieht's aus, als wäre ich ein russischer Hacker. Ich kann aber auch ganz einfach als russischer Hacker mir in Deutschland einen Server kaufen und dann von hier aus die Angriffe starten. Ist ein bisschen schwierig und so kann man halt natürlich auch einfach die Schuld jemand anderem zuschieben. Man kann das Ganze faken und teilweise sind die Länder ja auch nicht unbedingt mit denen im Einklang. Das heißt, Russland sagt jetzt nicht zu, oder Russland sagt wahrscheinlich nicht, man kann es ja nicht beweisen, zu irgendeiner Ransomware-Gang, ey yo, hack mal Deutschland. So, das ist halt nicht beweisbar, dass sowas passiert und dann halt direkt Sanktionen gegen komplette Länder zu fahren, könnte meiner Meinung nach politisch ein bisschen aus dem Ruder laufen und ziemlich problematisch werden. Auf der anderen Seite haben wir aber noch Singapur. Das ist ein bisschen auch in den Politik-News, denn in Singapur laufen oder fahren jetzt Polizeiroboter komplett automatisch rum. Die sprechen Leute an, die sich zum Beispiel falsch benehmen und sich irgendwie nicht an Regeln halten, irgendwie Taschendiebstahl oder sonstige Sachen, die dann halt irgendwie vorkommen können und schicken eine Echtzeitwarnung an eine Zentrale, die dann natürlich vorbeikommen soll. Hört sich vielleicht erstmal gut an, aber grundsätzlich ist natürlich immer das Problem, wenn man permanent überwacht wird, dann fühlt man sich auch nicht mehr so frei und kann nicht mehr wirklich das machen, was man wirklich machen möchte. Was aber noch viel schlimmer ist einfach folgende Situation gewesen. Scheinbar haben zwei Menschen miteinander Schach gespielt und der Roboter ist dann halt auf sie zugefahren, hat sie angeguckt und hat gesagt, bitte halten Sie 1 Meter Abstand, bitte halten Sie sich an 5 Personen pro Gruppe. Heißt halt einfach, das System funktioniert halt nicht so gut. Das ist ja das, was wir mit KI leider schon immer kennen und wahrscheinlich auch noch ein bisschen haben werden. Also ich meine, Menschen haben Probleme und Menschen sehen auch nicht alles, ja. Und so ist es halt mit KI immer. Man hat immer eine Fehlerquote. Eine KI ist in den seltensten Fällen wirklich perfekt und wenn sie perfekt ist, dann weiß man normalerweise zu 100%, dass man in der Entwicklung was falsch gemacht hat. Alles in allem natürlich also mit Vorsicht zu genießen, solche Polizeiroboter. Wo wir aber gerade bei KI sind, es wurde gerade ein Forschungspaper veröffentlicht, das ja, KIs für Toiletten machen möchte. Und im Endeffekt soll das Ganze so funktionieren, ihr scheißt auf dem Klo richtig euch aus und dann, wenn ihr spült, dann wird da euer Code untersucht. Das heißt, da soll quasi rausgefunden werden, ob ihr vielleicht Krebs habt oder ob ihr irgendwas anderes habt. Also überhaupt nicht invasiv, einfach im Abflussrohr ist da so ein kleiner KI-Chip drin, der einfach mal guckt, so, yo, was ist das eigentlich für Kacke? Und ist die Person gesund oder eben auch nicht. Also sollen ein Haufen Probleme damit gefunden werden, zum Beispiel eben Krebs oder irgendwelche anderen Probleme mit der Prostata oder mit dem Urin oder. Also relativ umfangreich eigentlich. Aber natürlich fragt man sich da auch, ist das Ding jetzt wirklich richtig oder nicht? Trotzdem soll es eine kleine Untersuchung für zu Hause sein, dass man das Ganze eben machen kann und dann eventuell zum Arzt gehen kann, wenn das Ding nicht richtig funktioniert. Das hat eine gar nicht so schlechte Anerkennung gefunden in der Forschungscommunity. Allerdings gab es noch eine kleine Fortsetzung dazu und zwar, es gibt auch eine Variante, die geht in euren Arsch rein und soll dort dann das Ganze untersuchen. Das wollten dann doch wieder die meisten nicht. Alles in allem soll dieses Modell die Gesundheit der Menschen verbessern. Und ja, es gibt sogar einzelne Modelle, scheinbar, die automatischen Arzttermin ausmachen oder eben Tipps für eine bessere Ernährung geben oder sowas. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sowas nutzen würdet. Ich finde die Idee irgendwie sehr interessant, wenn man seine Gesundheit so auch ein bisschen besser kennenlernt, aber gleichzeitig Datenschutz für Kacke? Ich habe keine Ahnung. Es sind Fragen, die ich nie gedacht habe, dass ich sie mir stellen muss.
So, und damit kommen wir zum Bericht der Woche. Wie gesagt, hier nochmal kurz der Shoutout. Ihr findet alle Quellen in dem Quellendokument verlinkt. Unten in der Beschreibung. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, wenn ihr es teilen würdet oder wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet. Mit eurer Meinung zu verschiedenen Themen. Eigentlich zu jedem Thema würde mich eure Meinung interessieren. Und ja, ich lese alle Kommentare. Also nicht die Antworten, sondern immer nur die neuen Kommentare. Aber lasst uns zum Bericht der Woche kommen, denn es geht um Trollfarmen, so werden sie in dem Bericht genannt, in den USA. Und zwar 2020 vor der Wahl scheinbar ein richtig großes Problem, speziell auf Facebook. Denn ja, wir haben ja vorhin in der Whistleblowing-Sektion gehört, dass Facebook Content ein bisschen mehr auf die Startseite pusht, wenn er mehr Interaktion hat. Was könnte man jetzt also machen, wenn man eine Sache vielleicht eher populär machen möchte? Naja, man macht mehr Interaktion. Deswegen übrigens auch gerade der Shoutout, dass ihr mein Video teilen sollt oder einen Kommentar schreiben sollt. Das führt natürlich auch dazu, dass mein Video mehr Leuten vorgestellt oder vorgeschlagen wird. Und hier haben wir natürlich das große Problem. Wenn wir solche Trollfarmen haben oder generell solche Farmen haben, dann könnt ihr euch die wirklich so vorstellen, das sind einfach Wände voll mit Smartphones, die einfach nichts anderes machen, außer Content zu liken oder zu interagieren mit diesem Content. Bei Facebook gibt es ja mehr als nur Like. Und das hat scheinbar dazu geführt, dass insgesamt 140 Millionen US-Amerikaner durch diese Bots mehr erreicht wurde von diesem Content. Das ist mehr als die komplette Bevölkerung Deutschlands, also das ist wirklich viel. Weil im Endeffekt, wenn die damit interagieren, kommt das auf mehr Startseiten, wird mehr Leuten vorgeschlagen und ja, das bedeutet natürlich dann, mehr Leute sehen alles. Alles in allem also Manipulation durch Social Media und das leider gar nicht so schwer. Im Endeffekt nur ein einfacher Bot, der genau das macht, was man so oder so auf Facebook machen sollte. Okay, was für Accounts sind das jetzt? Naja, das können gehackte Accounts sein, das können aber auch einfache Accounts sein, die so erstellt wurden, das kostet ja nichts, und einfach nur einmal eine SMS an irgendeine Nummer. Da gibt es ja Dienstleister, die euch wirklich einfach nur zur Verfügung stellen, dass man sich eine SMS schicken kann und schon kriegt man einen neuen Account. Und das ist halt ein wirklich großes Problem, weil ja, diese Manipulation ist natürlich nicht nur dort möglich, die ist überall möglich. Ihr könnt das hier mit diesem YouTube-Video auch machen, wobei YouTube eine wirklich gute Filterfunktion hat für Bots, das muss man so dazu sagen. Ihr könnt es aber auch auf Twitter mit Hashtags machen, ihr könnt das auf Instagram machen und so weiter und so fort. Also das ist halt ein richtig großes Problem. An der Stelle natürlich für mich als Influencer auch mega geil, wenn ihr das irgendwie machen würdet bei mir. Klar, aber auf der anderen Seite sehr, sehr bedenklich, dass Algorithmen irgendwie so funktionieren. Ich weiß nicht, ich mag diese Abo-Box-Funktion, die man davor hatte, mochte ich dann doch schon irgendwie mehr, gerade auf YouTube, weil man kriegt einfach das, was man sehen möchte und nicht irgendwelche anderen Sachen. Ja, was ihr dazu meint, dürft ihr mir schreiben. Seid ihr betroffen von den Scam-SMS? Habt ihr überall Passwörter alle aktualisiert? Habt ihr Passwortmanager? Habt ihr 2-Faktor? Es war eine krasse Folge und ja, es hat mich gefreut, dass ihr bis hier dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.